300% mehr Angriff, 300% mehr Verteidigung, 300% mehr Lebenspunkte. Wie du das erhalten kannst, das zeige ich dir hier in diesem Video. Und zwar haben die Kriegsmaschinen ein Update erhalten und die Prozentpunkte sind krass. Ja, also wenn du alle drei zusammenzählst, hast du 900% mehr Buffs. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Und ich würde mal vorschlagen, wir gehen mal rein in meinen Account und wir gehen erstmal zu den Kriegsmaschinen. Ja? Und zwar gehen wir hier zu meinen Kriegsmaschinen. Wir sehen hier, ich habe hier ja, ein paar Kriegsmaschinen und bei diesem Update ist es etwas schwierig, ja, weil es ist so wie bei der Ausrüstung. Ich würde behaupten, ihr müsst euch, wenn ihr kein großer Wal seid oder kein großer Delfin, sondern normale Spieler, so wie ich, dann müsstet ihr euch entscheiden, welche Kriegsmaschine nehme ich hundertprozentig für meine Formation. Weil das Hin- und Her-Switchen einer Kriegsmaschine inklusive der Ausrüstung, Zahnradlevel, das ganze Level, alles, wird ein bisschen komplizierter. Das heißt, du kannst nicht einfach mal so hin und her switchen. Deswegen habe ich persönlich das Kriegshorn gewählt, weil es 100% auslöst und gute Buffs hat. Na, das heißt, dieses Kriegshorn werde ich auch dafür nutzen, das neue System dort zu implementieren. Und zwar seht ihr hier erstmal gar nichts. Na, ihr seht das Kriegshorn, rechts ist die Ausrüstung und wir tippen mal rauf und ihr seht schon, oh, na, okay, ich kann die Ausrüstung der Kriegsmaschine aufleveln. Das heißt, wir können sie befördern und zwar hier einmal bei Angriff, na, denn hier einmal bei Verteidigung und einmal bei Lebenspunkte. Wie das funktioniert, das ist ganz einfach. Ihr geht auf Enhanced und ihr kennt das von der Ausrüstung her. Wenn ihr das macht, kriegt ihr die ganzen Materialien zurück. Ja? Und diese Materialien, die ihr zurückbekommt, die benötigt ihr wieder zum Aufleveln. Ich bin der Meinung, so bis Level 20 habt ihr mehr Prozentpunkte, als wie ihr das jetzt schon habt. Ja? Wir können es ja mal testen. Und zwar benötigen wir diese Teile hier. Und ich habe 35 von 50 Stück. Okay, wir benötigen mehr. Wo bekommt man die Teile her? Also die Teile bekommen wir aktuell aus dem Event Rick's Revenge. Ja, rette Rick. Und zwar gehen wir hier zu den persönlichen Belohnungen. Und wir sehen hier unten, da gibt es dreimal diese Kisten, also 35 Stück insgesamt. Diese benötigen wir dafür. Oder ansonsten, wenn ihr Geld ausgeben möchtet, aus der Seite Giftback. Hier gibt es ein neues Paket, das gucken wir uns mal an. So, zack, zack, zack. Wo ist das? Oh, hier gibt es schon so viele Sachen. Hier sieht man ja gar nicht mehr durch. Okay, hier. Na? 20 Teile für 10 Euro. Okay. Ich kann es aber nicht aufwerten. Ich kann es euch nicht zeigen, weil mir fehlen ein paar Teile. Ergo werde ich nur für dieses Video einmal dieses Paket kaufen. So, zack. Um euch das mal bildlich darzustellen. So, ja, wir bestätigen das Ganze. Du bist startklar? Da sind sie. Okay, alles klar. Gut, wir gehen wieder zurück. Ja, wir gehen wieder zu den Kriegsmaschinen. Und zwar zu meinem Warhorn, also meine Maschine Nummer 1 hier. Ja, okay, das heißt, ihr seht schon die roten Pfeile. Ich kann das befördern. Was nehmen wir denn zum Anfang? Ich weiß, ich bin im Angriff gut, Verteidigung so lala und Lebenspunkte. Ich habe bei den Lebenspunkten ein Defizit. Ja? Aber Angriff ist immer am besten, weil je mehr Truppen du beim Gegner tötest, umso besser ist das. Ja? Das heißt, wir gehen auf Angriff. Das ist Lebenspunkte. Hier ist Angriff. Wir drücken auf Enhanced. So, ich habe jetzt die Teile zusammen. Tippen hier auf Confirm. Und zack. Ja? Angriff alle Kämpfer plus 30%. Vorher hatten wir 80%. Okay, jetzt tippen wir auf Upgrade und tippen so lange rauf, bis er uns sagt, dass wir weitere Materialien benötigen. So, denkt dran, 80% hatten wir vorher. Guckt mal, jetzt bin ich schon bei 85%, 89%, 93%, 102%, 106%, 110%. So, jetzt benötige ich wieder diese Kisten. Ihr seht, ich habe jetzt 30% mehr Angriff, als ich vorher hatte. Das heißt, sobald ihr diese 50 Kisten habt, könnt ihr es ruhig befördern. Ihr habt mehr Prozentpunkte und so steigert ihr halt eure Buffs. Ja, das könnt ihr machen, wie gesagt, beim Angriff, bei Lebenspunkte und bei Verteidigung. Ist ziemlich einfach das System. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und da das System neu draußen ist, gucken wir uns mal kurz die Rangliste an und gucken mal, wer von den ganzen Spielern diese schon auf vielleicht Maximum hat. Na? Wir können mal bei Hulky raufgehen. Also wir gucken uns mal die Kriegsmaschine Shiva an. Level 40, Level 25, Level 26. Auf Level 40 erhaltet ihr 184%. Ja?
Auf Level 25 sind es 129% und hier 132%, ist schon enorm. Ja? Das Ding ist, wir können mal kurz bei Voldemort gucken. Wartet mal, Kriegsmaschine, Voldemort, was hat er für ein Level? 40, 40, 40, das ist schon, ja, das ist nicht schlecht. Wie gesagt, ihr könnt jetzt die Ausrüstung der Kriegsmaschine aufleveln. Seid euch sicher, welche Kriegsmaschine ihr zukünftig immer benutzen möchtet. Wenn du switchen willst, ja, wenn du jetzt eine andere Kriegsmaschine haben möchtest, kannst du natürlich das Ganze resetten. Ja. Suchst dir eine neue Kriegsmaschine aus, resettest die ganze Kriegsmaschine, suchst dir zum Beispiel Judge Dev aus, das würde ich jetzt machen, wieder alles implementieren, alles aufleveln. Ist ziemlich mühsam, aber nur so geht es jetzt in Zukunft. Und ja, wie gesagt, seid euch ziemlich sicher, was für eine Kriegsmaschine ihr nehmt. Ne? Mein Tipp an euch ist Judge Dev oder das Kriegshorn, aber wie gesagt, das müsst ihr selber wissen. Flames of Fear ist für mich zu zufallslastig. Ja? Sie löst nur mit 70% aus, das ist für mich zu wenig. Killers Collection können wir uns auch noch mal ganz kurz angucken. Ich sehe, viele Spieler spielen noch mit der Killers Collection, aber das sind auch nur 80%. Ne? Das ist auch nicht so fantastisch und nicht das Gelbe vom Ei. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zu diesem System, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, ja, was können wir da noch kurz großartig dazu sagen? Wenn euch die Materialien ausgehen, seid vorsichtig beim Zurücksetzen der anderen Kriegsmaschinen. Aber wie gesagt, eigentlich ist es ziemlich simpel. Ihr kennt das System. Und ja, was soll ich dazu sagen? Für Free-to-Play-Spieler ist es eigentlich eine gute Sache. Ihr kriegt die Materialien zurück, bekommt dadurch 30% mehr Buffs, ja, bis zum nächsten Level. Ne? Also ab Level 20 braucht ihr wieder diese Kisten. Für Wale und Delfine ist das eine ziemlich schnelle Sache, um sich sehr schnell stärker machen zu können. Das heißt, die Prozentpunkte gehen wahrscheinlich schon bei den großen Walen bei über 5000%. Ne? Das weiß ich gar nicht, das müsste man mal gucken. Ne? Ich gucke mal nächstes Mal nach. Und wie gesagt, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den Kriegsmaschinen. Ja? Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Macht es mal gut, bis dann. Euer Sultai. Ne? Wieder was Neues. Gerade die Embleme geschafft und jetzt das hier. Tschüss.